Okay, ich hoffe, ihr hattet eine gute Kaffeepause Hey, I hope you had a good coffee break und seid nochmal frisch im Kopf für die nächsten 1,5 Stunden. and that you're a little bit refreshed in your mind for the next hour and a half. Wir haben jetzt quasi in dem ersten Teil so das Fundament gelegt Because in the first part we laid the foundation, und jetzt können wir wirklich auch reingehen in das Buch der Könige und dadurch gehen. Ja. and now we can immerse ourselves into the Book of Kings and really walk through it. Und wir fangen an bei dem ersten Teil von unserer Struktur, 1. Könige 1 bis 11. We'll start with that first part that we saw in our structure, 1 Kings 1 to 11. Und wir knüpfen da quasi an das, was ihr also in Samuel und 1. Chronik gelesen habt. Which connects to what you guys have already read in Samuel and 1 Chronicles. Wir befinden uns jetzt in diesem vereinten Königreich auf unserem Zeitstrahl hier in dieser Teil. We find ourselves in the United Kingdom, which is right here on our timeline. Welcher war der erste König? Who was the first king of Israel? King? The first king of the whole. The whole, yes. First it was only the whole. Ja. Saul. Ja, Saul. Genau, das war der erste König. Und wer kam dann? Right, so Saul was the first king, and who came after him? Yes, exactly. Oh, ja. Und hier springen wir jetzt quasi in die Geschichte, in die letzten Tage von David. Da fängt Könige an. That's right, and now we jump into the last days of David, which is where 1 Kings begins. Und der König David ist für unser Buch wichtig, dass wir wissen, wie er regiert hat. And for this book we're looking at, it's important to know how David reigned. Weil vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Könige im Buch der Könige immer auch bewertet werden. Maybe you've noticed that the kings in the book of Kings are always being evaluated. Sie werden verglichen, wenn sie gut regiert haben, das heißt, wie König David oder andere gute Könige. They're being compared. It always says that when they reigned well, that they reigned like King David or some other good kings. Oder wenn sie schlecht regiert haben, eben, sie regierten so schlecht wie Jerobeam und andere schlechte Könige. Or if they were reigning badly, it was said they reigned as badly as, say, Jerobeam or other bad kings. Und König David setzt sozusagen den idealen Maßstab für wie ein guter König sein soll. And so King David sets this ideal standard of how a good king should reign. Was war denn so gut an David? What was so good about David? Ja. He really loved God. Ja, er hat Gott geliebt. Yes, he loved God. His relationship with God was so great that it reflected with his relationship with people. Ja, sehr schön. Das hat sich in den Beziehungen zu den Menschen gezeigt, seine Liebe zu Gott. That showed itself in the relationship with people, his love for God. Er hat gesündigt, aber er hat auch Buße getan. Yes, he did sin, but he also did repentance. Ja. Und das, was eigentlich so Gott auch immer wieder an ihm lobt, ist, dass er dieses ungeteilte Herz einfach hatte, was ihr ja damit meint, dass er eine gute Beziehung zu Gott hatte. And something that God keeps praising about him is that he had this undivided heart, which is exactly what you guys said, that he had this relationship with God. Und dass er wirklich so der Mann nach Gottes Herzen ist. And he's called a man after God's heart. Und David hatte auch einen Wunsch. Was wollte David eigentlich sehr gerne selber machen? And David had this wish. What did he really want to do himself? Genau, er wollte Gott ein Haus bauen. So schön die Idee. He wanted to build a house for God, and that's such a beautiful idea. Und wieso durfte er das nicht? And why was he not allowed to do that? Ah, ja. Genau, weil er ein Krieger war, weil er so viel Blut vergossen hat. Yes, because he was a warrior and because he had shed a lot of blood. Aber er durfte die Pläne machen und das einfach an seinen Sohn Salomo weitergeben. But he was allowed to make the plans for the temple and then pass them on to his son Solomon. Und König Salomo hat regiert von 970 bis 931. King Solomon then reigned from 970 to 931 BC. Und er hat nicht mehr in dieser Zeit gelebt, wo ganz viel Land eingenommen werden musste und so viel Blut geflossen ist. And he did not reign in this time when a lot of land was won and a lot of blood was shed. Sondern er hat wirklich in dieser wunderbaren Zeit des Friedens und des Wohlstands regiert.
but he reigned in a time where there was a wonderful time of peace and of wealth. Und sein Reich war viel größer, als wir jetzt hier die beiden Königreiche Juda und Israel sehen. Solomon's kingdom was a lot bigger than what we see the kingdom of Israel and Judah here on the map. Es heißt irgendwie von so einem Fluss in Ägypten, also bis hier runter irgendwo, wo dann Ägypten kommt. It says from the brook of Egypt down where it starts to go towards Egypt. Ich glaube, bis dann zu diesem Fluss Euphrat, den man auch gar nicht sieht auf dem Bild. Also das zieht sich wirklich ganz breit hier über diese Fläche, das Gebiet. And his influence reached all the way to the Euphrates in Mesopotamia, which you can't even see on this map anymore. So it was a huge area that they controlled. Also das, was Gott eigentlich Abraham verheißen hatte, wurde jetzt so erfüllt. So what God had promised to Abraham was now being fulfilled. Sie hatten Frieden und Wohlstand. They had peace, they had well-being. Und Salomo hat den Tempel gebaut. They were wealthy, and Solomon was able to build this temple. Und Salomo hat auch viel Gutes getan. Solomon did a lot of good. Was zum Beispiel war gut an Salomo? Was fällt euch ein? What were some of his accomplishments? What do you remember? Finishing the temple. Ja, dass er den Tempel gebaut hat, genau. Judging righteousness. Ja, er hat weise Urteile getroffen. Er hat auch, und da geht voraus, dass er hatte einen Wunsch bei Gott frei sozusagen. Und was er sich erbeten hat, war nicht Reichtum und Wohlstand, sondern er wollte Weisheit. Solomon judged his people well. He reigned well over his people. And at one time when God gave him a free wish, he said he wants wisdom to rule well over his people. Ja. Also er hat so gut angefangen. So he started so well. Und es heißt hier auch an einer Stelle, so die ganze Erde suchte Salomos Angesicht, seine Weisheit. And it says at some point that the whole world was seeking his face. They wanted to learn a little bit from his wisdom. Ja, sie kamen zu ihm, um ihm auch Geschenke zu bringen. They came to visit him, to bring gifts to him. Und zu staunen. And to marvel. Und ich muss sagen, ich liebe immer so ein bisschen auch die Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament zu sehen. And I love seeing these connections between the Old Testament and the New. Und ich musste da kurz daran denken, wie Jesus auch voraussagt, dass es einmal wieder so sein wird, dass Jesus der König ist und alle Nationen werden zu ihm kommen, sein Angesicht suchen, ihn huldigen, ihn anbeten. I was thinking how in the New Testament we have this prophecy that Jesus will set up his rule here and the whole world will come to him, the nations will come to him and they will seek his face and they will worship him. Ja, ich wurde einfach an die Idee erinnert. Ich will nicht sagen, das muss so sein, sondern das war für mich einfach eine Sache, wo Gott zu mir, glaube ich, gesprochen hatte in der Vorbereitung. There was just this thing that I saw as I was preparing. I feel like God spoke to me that this is what he's aiming for. Also ein wunderbares Reich und ein tolles Vorbild und etwas, was die Israeliten, an was sie sich gerne zurückerinnern jetzt. And so Solomon's reign, this was a wonderful time. It was just a golden age in the kingdom and something that people would love to remember. Aber wir wissen alle, dass Salomo leider dann auch irgendwie in schlechte Dinge reingekommen ist und sein Ende nicht so gut war. But we all know as well that Solomon then got into some bad things and his end was not as good as his beginning. Und ich möchte, dass wir im 5. Buch Mose, im Kapitel 17, die Verse 14 bis 20 lesen. I want us to open something in Deuteronomy. So let's look at this passage here, Deuteronomy 17, verses 14 to 20. Und zwar, wir haben ja gesagt, dass das Gesetz die Grundlage ist, auch für die Königsbücher, weil die Propheten daran entscheiden, wie die Könige regieren. Remember how we said that the Torah, the Pentateuch, they are the foundation also for the book of Kings, because that was the foundation by which the prophets decided if the king was reigning well or not. Und es gibt auch ein ganz besonderes Gesetz für die Könige eben. And then there was the special law specifically for kings. Und das kann gerne einer mal vorlesen und danach wollen wir dann gucken, was hat Salomo davon eben nicht befolgt. Can someone read that, please? And then we will see which of these things Solomon did not follow. Verse 14. Yes. 14. You're about to enter the land the Lord your God is giving to you. When you take it over and settle there, you may think, we should select a king to rule over us like the other nations around us. If this happens, be sure to select as king the man the Lord your God chooses. You must appoint a fellow Israelite who may not be a foreigner. The king must not build up a large stable of horses for himself or send his people to Egypt by horses, for the Lord has told you, you must never return to Egypt.
The king must not take many wives for himself, because they will turn his heart away from the Lord. And he must not accumulate large amounts of wealth in silver and gold for himself. When he sits on the throne as king, he must copy for himself this body of instruction on a scroll in the presence of the Levitical priest. He must always keep that copy with him and read it daily as long as he lives. That way he will learn to fear the Lord his God by obeying all the terms of these instructions and decrees. This regular reading will prevent him from becoming proud and acting as if he is above his fellow citizens. It will also prevent him from turning away from these commandments in the smallest way. It will ensure that he and his descendants will reign for many generations in Israel. Dankeschön. Also, wie hat Salomo jetzt das Gesetz quasi gebrochen? In what ways did Solomon break the law? Was haben wir gelesen? Ja. In Vers 17, da steht, dass er nicht so viel Frauen haben soll, und die Frauen haben sich auch von Herrn abgewendet. Genau das passiert jetzt dazu gehört nicht so. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Salomo hatte ganz viele ausländische Frauen. Weiß jemand wie viel? Very important point. Solomon had a lot of wives and a lot of foreign wives. Does someone know how many? 1700 plus 1000. Genau, sehr gut. Ja. 700 plus 300, it's 1,000. Ja. Und die haben sein Herz verändert und wirklich in diesen Götzendienst reingeführt, wie es Gott einfach vorhergesagt hat. And they changed his heart. They really led him into this idolatry, exactly as God had said it would happen. Und dann steht drin, und sein Herz war nicht mehr ungeteilt, wie das seines Vaters Davids. And then it says, and his heart was no longer undivided like that of his father David. Obwohl ihm Gott zweimal erschienen ist, persönlich. Even though God personally appeared to Solomon 2 times. Was können wir noch aus dem Gesetz für den König rausnehmen, was Salomo nicht eingehalten hat? What else can we find here in the law for the king that Solomon did not follow? He made some deals with the Egyptians. Ja, genau. Er hat, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aber genau, er ist auf die Ägypter eingegangen. Aber weißt du das genau was er für Deals mit Ägypten gemacht hat? Hat er nicht auch die Tochter von Frauen gesagt? Ja, stimmt. Und genau was hier steht, die Pferde, die Salomo hatte, die kamen aus Ägypten. Ja, aber was für Deals? Okay. Ja, sehr gut. Genau, und eben diese Pferde, die aus Ägypten, was er nicht nehmen soll aus Ägypten, und das Vertrauen in die Pferde zu tun und nicht auf Gott zu setzen, sozusagen. So yeah, making those deals with the Egyptians, like one of his wives was Egyptian, it says specifically that they're not supposed to go to Egypt to buy horses. That's something that Solomon did. And also, the king was not supposed to have many horses and put his trust in these military strength. Warum durfte man damals keine Frauen haben? Also warum ist das ein Gesetz gewesen? Könnt ihr überlegen, warum wurde ihnen vorgeschrieben, dass sie nicht viele Pferde haben sollen? What do you guys think? Why did the law say that they should not have many horses? Maybe something about like that if they have a lot of horses or like a big military or something like that, then they can become prideful in themselves of like, oh yeah, it's because we had all these horses, that's how we won the battles. Not giving the glory to God that he was actually the one that led them win the battles. Ganz genau, ja. That's exactly right. Ja. Also das ist ja auch eben, das heißt, sie würden vielleicht mehr ihr Vertrauen in diese Pferde setzen als auf Gott. Yes, they might place their trust more in these horses than in God. Und wir lesen ja im Buch der Chroniken und auch in Chroniken immer von diesen wunderbaren Geschichten. In the book of Kings and also Chronicles, we read these amazing stories wo Gott sich erweist als der Gott Israels, der für sie kämpft. where God shows himself as the God of Israel who fights for them. Und auch wenn sie nur wie so eine kleine Herde Ziegen neben riesen anderen feindlichen Heeren aussehen, Even if their army looks like a little flock of sheep compared to these huge armies that come against them, dass Gott sie siegen lässt auf wunderbare Art und Weise. God gives them the victory in some marvelous ways. Ich glaube, dass das der Grund ist, wieso er sagt, nehmt euch nicht viele Pferde. I think this is the reason why he said, don't get a lot of horses in your military.
Okay, und leider ist Salomo nicht ungeteilt gewesen mit dem Herrn. So unfortunately, Solomon's heart was not undividedly following after God. Und die Konsequenz für ihn war, dass sein Königreich von ihm genommen wird. The consequence for him was that his kingdom would be taken from him. Also noch nicht von ihm persönlich, weil Gott sagt, wegen David will ich nicht dir das Königreich wegnehmen. Not from him personally, because God said, because of David, I don't want to take away the kingdom from you. Aber es wird von deinem Sohn weggenommen werden. But it will be taken from your son. Aber es wird nicht das ganze Königreich weggenommen werden, But you will not lose the whole kingdom, weil Gott hat ihnen ja von Anfang an einen Retter versprochen. Also schon in 1. Mose 3, Vers 15 mit der Schlange. right from the beginning. God had promised a redeemer, right from Genesis 3, verse 15, with the snake. Und dann auch dem David das Versprechen gegeben, auf deinem Thron wird ewig jemand sitzen. And then God gave this promise to David, on your throne, someone is going to sit and reign for eternity. Und deswegen hat Gott gesagt, ich kann mir selber nicht untreu sein. And God says, I cannot be unfaithful to myself. Also ich werde ihm einen großen Teil seines Königreiches wegnehmen. So even though I will take the major part, the greater part of his kingdom, Aber Juda und Benjamin wird dem jüdischen König sozusagen treu bleiben. but Judah and Benjamin, those two tribes, will remain faithful Und to the descendant of Solomon. jetzt sind wir in diesem Teil der Reichsteilung. Also And so now we get to the part where the kingdom is split. und es war 931, das ist auch ein Datum, das ihr euch unbedingt merken dürft. Something that happened in 931 before Christ, also another important date that you could remember. Und jetzt schauen wir uns an, wie diese Reichsteilung eigentlich passiert ist. And now let's have a look at how that actually came about, that the kingdom was split. Also Rehabeam war der Sohn von Salomo So we have Rehoboam, the son of Solomon. und dieser junge, eifrige König, And this young and eager king der hat dieses Volk der Israeliten nicht gut behandelt did not treat the people of Israel well. und hat sich dann Rat geholt, auch bei den Ältesten, die auch seinen Vater Salomo beraten hatten. And he sought advice, first of all, of those old advisors that had been around his father Solomon. Und die haben gesagt, nein, behandle das Volk besser. They told him, treat the people better. Aber er hat gesagt, ich höre nicht auf die Älteren, ich höre auf die Jüngeren und tue, was ich will. But he said, I will not listen to these older advisors, I will listen to the young men, and I'll do whatever I want. Und deswegen kam dann dieser Jerobeam And so that's why Jeroboam came. und der hat quasi die 10 Stämme, also alle außer Juda und Benjamin, And so then he took 10 tribes, everyone besides Judah and Benjamin, und hat quasi einen Aufstand gemacht und im Norden ein eigenes Königreich gegründet. and he led a rebellion against Rehoboam, and he founded his own kingdom in the north. Und wir haben ja gesagt, dass es immer einen Maßstab eben gab. Also der David war ein Maßstab für die guten Könige. And so we said that throughout the book of Kings, there's this the standard for good kings. David was the ideal good king. Und dieser Jerobeam, also der erste König vom Nordreich, der war das Beispiel für schlechte Könige. And this Jeroboam, the first king of the northern kingdom, he set up the standard for bad kings. Also Jerobeam hat eben im Norden regiert. So Jeroboam reigned in the north. Und er war viel mehr damit beschäftigt, sein eigenes Königreich zu bauen, als Gottes Königreich quasi. And he was much more intent on setting up his own kingdom than God's kingdom. Also anstatt den Geboten Gottes zu folgen, hatte er sich selber überlegt, wie er das machen möchte. So instead of following God's commandments, he thought to himself what was the best way to make this happen. Und eigentlich ist ja Jerusalem die Hauptstadt und auch dort, wo der Tempel steht. Now Jerusalem was the capital of Israel. That was the place where the temple was. Aber er hatte Angst und die Israeliten waren eigentlich vom Gesetz her die mussten alle 3-mal im Jahr zu diesem Tempel nach Jerusalem, um Gott dort anzubeten. And the Israelites, all the Israelite men, were supposed to go to Jerusalem 3 times a year to worship God there. Aber aus Angst, dass sein Volk im Norden dann eben nach Jerusalem gehen würde, hat er gesagt, ich baue selber Anbetungsstätten im Norden. But for fear that his
people from the northern kingdom would then go back to Jerusalem, he said, I will set up some worship sites in the north. Und zwar hat er dann in seinem Nordreich im Süden in Bethel und im Norden in Dan jeweils ein goldenes Kalb aufgestellt. And so he set up in the northern kingdom 2 golden calves, one in the south in Bethel and one in the north in Dan. Und den Leuten gesagt, dorthin sollen sie gehen, das sind eure Orte der Anbetung. And he told the people, those are now the places you're supposed to go. Those are your places for worship. Und wieso hätten jetzt schon da alle Alarmglocken läuten müssen von den Israeliten? And why should all the Israelites have been super alarmed when they saw what was happening? Wo gab es schon mal goldene Kälber oder ein goldenes Kalb? Where have we seen a golden calf before? Am Sinai. Ja, am Sinai. Da haben sie auch ein goldenes Kalb aufgebaut und sie kennen die Geschichte. Sie wissen, Gott hat es bestraft, das war nicht in Ordnung. At Mount Sinai, they had set up a golden calf before, and they knew the story. They knew that God punished that he did not think that was okay. Ja. Und was Jerobeam sonst noch gemacht hat, war, dass er die Samaria eben zur Hauptstadt vom Nordreich gemacht hat. And then Jeroboam set up Samaria as the capital of the north. Und Gott hat auch zu Jerobeam, diesem bösen König, auch Propheten geschickt, gesagt, kehr um, Jerobeam, kehr um, es ist nicht gut, was du tust. God sent prophets even to this evil king Jeroboam, telling him, turn around, Jeroboam, it's not right what you're doing. Aber Jerobeam ist nicht umgekehrt und deswegen hat eben auch ein Prophet dann vorhergesagt, weil du nicht umkehrst, wird dein Haus ausgerottet werden. But Jeroboam did not repent, and that's why a prophet came to him and said, because you did not repent, your house, so your dynasty, is going to be destroyed. Und jetzt reden wir über das Nordreich. Also ich habe hier eine Folie mitgebracht und rechts sehen wir die Könige vom Nordreich. And so we're talking about the northern kingdom. On this slide here, on the right side, you see the kings of the northern kingdom. Also, wenn Sie rot markieren, ja. Eine kurze Frage, wie war das jetzt nochmal mit dem Rehabeam und Jerobeam? Inwiefern haben die miteinander zusammengespielt? Wer hat da rebelliert? Also der Rehobeam war im Süden, Ja. also er war in Juda und es war in Israel und Rehabeam heißt er. Rehabeam war eigentlich der König in Juda, der Nachfolger von Salomo, der das ganze Reich regieren sollte. Oh, sorry. Ich war gerade, genau. Okay, so Rehoboam, he was Solomon's son, the one that was supposed to rule over the whole United Kingdom. But Aber weil er die Israeliten so böse behandelt hat und weil Gott es vorhergesagt hat, but because he treated the Israelites in such a harsh way, and because God had foretold them, hat dieser Jerobeam gesagt, kommt mit, wir machen unser eigenes Reich. this Jeroboam told the 10 tribes, let's go and set up our own kingdom. Ja. Macht Sinn? Ja. It's confusing that their names are so similar. Ja, I know. So confusing. Okay, und jetzt eben der Jerobeam war der erste König in dieser Liste von israelischen Königen im Nordreich. And so this Jeroboam on the right side is the first king in the whole list of the kings of the northern kingdom. Und wie ihr eben seht, hier sind alle rot markiert. Rot bedeutet, es waren schlechte Könige. And they're all in a dark red color, which shows that they were kings that were judged to be bad kings. Also der Autor vom Buch der Könige sagt ja immer, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Just like the author in the book of Kings keeps repeating, he did what was evil in the sight of the Lord. Und das war halt bei jedem dieser Könige im Nordreich der Fall. And this was the case for each one of these kings in the northern kingdom. Und jetzt hat es ja geheißen, dass eben weil Jerobeam gesündigt hat, wird sein Haus ausgerottet. Now, there was this prophecy that because Jeroboam had sinned, his whole dynasty would be ended. Und das ist auch ein Muster, was wir ganz viel im Nordreich sehen. Es gab verschiedene Dynastien, das heißt, die waren nicht alle aus einer Familie, nicht alle aus einem Stamm wie die Könige. That sets the pattern for what we see in the history of the northern kingdom. They were not all from the same family or even from the same tribe. Sondern es gab, glaube ich, 9 verschiedene Dynastien. I think there was 9 different dynasties.
Das heißt, die Sünde von einem Haus war immer so groß, dass Gott gesagt hat, der Nächste rottet dich ganz aus. The sin of a dynasty was always so bad that God said, I'm going to end with your dynasty, and the next guy who's going to revolt is just going to kill everyone. Und links davon, um die Folie noch zu erklären, And then to explain the rest of this slide, links von den Königen sehen wir immer die Propheten, to the left of the kings we see the prophets die zu den jeweiligen Königen oder Zeiten gesprochen haben. that spoke to these kings, or at least during their reign. Also das ist jetzt vom Buch der Könige, es fehlen auch noch ein paar, die uns in Chroniken genannt werden zum Beispiel. So this is the lineup that we see from the book of Kings. A few are missing, which do appear in Chronicles. Und wenn Sie jetzt hier, das sind die Propheten, die im Nordreich gesprochen haben, vorrangig, So these are the prophets that spoke mostly to the northern kingdom, also die bei Prophets to Israel stehen. where it says prophets to Israel in the heading. Aber manche von denen, die haben auch ab und zu mal dann doch zu Juda gesprochen oder so. Aber hauptsächlich, was wir hier sehen, sind das die Propheten, die zu Israel gesprochen haben und das die Propheten, die zu Juda gesprochen haben. Some of them also then had a word or two towards Judah, but when they're in this column here, it means that they mostly prophesied for Israel, and the ones on the left to Judah. Und bevor wir jetzt über die verschiedenen Könige sprechen, möchte ich noch eine Sache kurz besprechen. And before we take a look at the different kings of Israel, I want to mention one thing. Und zwar ist euch bestimmt aufgefallen, dass jeder König irgendwie so vorgestellt wird und es wird verschiedene Sachen über den König am Anfang gesagt von seiner Regierungszeit und auch am Ende. Maybe you notice that the way the kings are described follows a pattern, that there's a few things that are said about them in the beginning of the description and then a few things right at the end. Könnt ihr da einfach kurz ein paar Sachen sagen, die euch aufgefallen sind? Was wird über die verschiedenen Könige gesagt? Have a look how one of these kings' reign is described. What is something that is said about him? Wenn ihr auch irgendein Beispiel aufschlagen. Just open up one example of king's rule in Israel. Es wird meistens gesagt, wann sozusagen die Regierung angefangen hat. Mhm. Usually it said when the reign started, Wer seine Mutter und wer sein Vater war. who his mother and his father were. Mhm. Meistens steht er dann irgendwie, er war genauso schlecht wie sein Vater. Genau. Machte die gleichen Sachen. And then usually it says he was just as bad as his father and did some of the Yeah. same things. Eine Bewertung, genau. So there was kind of an evaluation. Noch irgendwas, was ihr seht? Is there something else that you notice? Also, ich kann noch dazu. Ah, ja, please. It says how long they reigned for. Yes. Mhm. Wie lange sie regiert haben, genau, sehr gut. That's right, it says how long they reigned. Ja. Und wenn, also ich glaube, dass die Mutter des Königs nur aufgeführt wird bei den Königen von Juda, wenn ich das richtig beobachtet habe. If I observed correctly, the mother of the king is only listed when it talks about a king of Judah. Was könnte denn der Grund sein, wieso die Mutter aufgeführt wird? What might be a reason for that? Why would they say who the guy's mom was? Ja. Because the father probably had so many wives that Wow! you Yeah. need to know some noise. Ja, genau. Also die Theorie hatte ich auch und dann ist eigentlich am einfachsten, wenn einfach die Mutter die Königin sozusagen ist. You said it in English, right? Yeah. Yeah. So yeah, I also had this theory that if the guy had a lot of wives, then it would be good to know who his mom was. Ja. Und generell, was wird beschrieben über das Ende von so Königen? And what is said about the end of the reign of these kings? Who the next king will be. Mhm, wer der nächste König ist, ja. And where they were buried. Ja, wo sie begraben sind, genau.
Ja, und vielleicht auch noch, wo es andere Sachen, andere Quellen gibt, wo was über den König drin steht. And then sometimes it mentions other sources where we can find out more about this king's life. Aber einfach, dass wir kurz auch über diese Struktur geredet haben, das ist euch bestimmt aufgefallen, dass jeder König ewig lang eingeführt wird.